Ja, herzlich willkommen zurück. Die nächste Runde, November 1914, und wir beginnen mit der Marineinvasion auf Gibraltar. Und wir haben zwei Schlachten, die ausstehen, und da werden wir auch reingehen. Wir werden uns gegen den modernen Battlecruiser der Briten versuchen zu behaupten, und zwar mit einem sehr unmodernen Schlachtschiff, noch aus dieser Arminius-Klasse, äh, die wir haben. Und wir werden mal gucken, ob wir überhaupt dagegen ankommen, denn ich denke, dieser Battlecruiser ist ungefähr so groß wie unser Schlachtschiff, mindestens. Und ja, mal gucken, ob wir trotzdem mit diesem alten Schiff uns ein bisschen behaupten können. Modernisiert haben wir es ja immer wieder mal. Ähm, aber wenn ich schon sehe, wie hier die Reichweiten sind, dann wir sind noch nicht mal in der Nähe und der schießt sich schon auf uns ein. Und erst jetzt können wir antworten. Und ich denke, der wird auch dementsprechend schnell unterwegs sein, so wie das aussieht. Und wir gucken uns den hier auch mal an. Und ja, der ist schon recht modern aufgebaut auch. Und relativ schnell unterwegs, wie man hier jetzt sieht. Und ich denke, wir werden da schon so unsere Problemchen mit dem haben. Er hat uns auch schon angezündet, das heißt, er hat schon seine ersten Treffer setzen können. Und wir werden mal gucken hier. Wir sind relativ langsam unterwegs also er kann uns immer wieder umkreisen, er kann uns immer wieder auf Distanz halten. Und von daher wird das relativ schwer. Wir sehen ihn ja nicht mal mehr. Und mehr als 26 Knoten kann die Arminius einfach nicht. Und wir sehen, der fährt ja hier wie so ein Racecar um uns herum. Das, was wir damals bei der chinesischen Flotte als Vorteil haben, hat er jetzt ganz klar bei uns. Ja. Er hat die Geschwindigkeit eines Kreuzers, die Feuerkraft von einem Schlachtschiff. Das Einzige, was er jetzt quasi nicht hat, ist wahrscheinlich die Panzerung. Denn wenn er so schnell unterwegs ist, wird er panzerungstechnisch Probleme haben. Und wir werden jetzt hier versuchen, ihm irgendwie nahe zu kommen, aber wie gesagt, wir werden ihn, ich denke, Trefferchance technisch, wir haben hier 0% Treffer. Er ist einfach zu schnell für uns und wir werden auch nicht rauskommen. Der wird uns jetzt hier ganz langsam zusammenschießen, denke ich. Und unsere Chancen sind eigentlich nur, dass wir spitz auf ihn zufahren die ganze Zeit. Und er im Manöver dann irgendwie versuchen muss, dann doch näher an uns ranzukommen. Vielleicht schießt er sich auch einfach leer. Die sind recht gut gepanzert. Das ist das einzige Gute bei der Arminius. Also er macht zwar Schaden und ein bisschen Feuer und so, aber das tut der jetzt noch nicht wirklich weh. Aber er schießt sich halt mit seiner Anlage jetzt ein. Wir müssen deswegen immer wieder den Kurs korrigieren. Und versuchen, an ihn heranzukommen. Ne, wir haben 0% Trefferchance. Oh, das tat ihm jetzt weh. Das könnte uns jetzt helfen, diese Überschwemmung, dass wir an ihn rankommen. Wenn er frontal die Probleme hat, nicht durchzukommen bei uns, ja,
langsamer. Und darauf habe ich gehofft. Denn er hat immer wieder Probleme. Er trifft uns zwar, aber er hat Probleme überhaupt durchzuschlagen. So, jetzt kommen wir auch näher. Und wir brauchen nochmal so einen Lucky Shot. Ja, er hat mit unserer Front echte Probleme. Und wir haben ihn seitlich. Wir brauchen halt nur den einen oder anderen Glücksschuss. Er hat jetzt wieder Fahrt aufgenommen. Die haben das Wasser rauspumpen können leider. Wieder eine Überschwemmung. Aber nur eine leichte, so wie es aussah, vom Schaden her jedenfalls. Aber auch wir machen jetzt Schaden. Wir kommen näher ran. Das wird ja spannend hier. Interessante Taktik auf jeden Fall, die er hat. Hat jetzt auch oft daneben, während wir jetzt mit Penetration aufwarten können. Und noch können wir mitreden. Ja, mit dem Steuerrad Probleme. Sollten wir vielleicht dann doch etwas schärfer einfahren. Und wieder eine Überschwemmung, das heißt, er wird jetzt weiter langsamer. Und wir mit gutem Winkel immer. Er muss fast immer Breitseite fahren. Ah, mal Kasematte eingeschlagen. Und da haben wir einen Flashfire. Jetzt tut's weh. Da flog ihm der Turm weg. Starke Wassereinbrüche. Jetzt muss er einlenken. So, wir fahren aber gerade zu ihm. Und jetzt drehen wir ein. Jetzt kriegt er hier das volle Paket. Der will uns doch nicht rammen, oder? Wir drehen uns jetzt weg. Das ist schlecht. Hinten sind wir ein bisschen weicher. Ah, wir stehen noch gut da. Wir stehen noch gut da. Alles gut. Vorderen Türme müssen noch drehen. So. Jetzt tut's weh. Jetzt wird's auch für dich richtig böse. Der Nahkampf wird ihm nicht gut tun. Und damit haben wir ihn. Na, das lief doch ganz spannend. Muss ich sagen.
Da hat sich doch unsere alte Klasse noch bewähren können. Ja, die andere Schlacht wird wahrscheinlich nicht so gut ausgehen. Ja, oh, mit großen Kalibern 5x2. Und wir mit unserer Bayern. Unser momentan modernstes Schlachtschiff. Momentan jedenfalls noch. Und unsere unsere Markgraf sieht auch gar nicht so gut aus. Die Warspite voll in Butter. 21,8 Knoten. Wir können mit 27 Knoten aufwiegen. 20 bis 300. Wie sind sie denn gepanzert? Auch nicht viel besser. In Besatzung sind wir ein bisschen... Ne, sind die stärker ausgebildet? Gewöhnlich. Schotten viele. Schotten viele. Versuchen wir es mal. Wir sind auf jeden Fall stärker von den Kalibern her. Dann gehen wir da mal rein. Aber wie ich gesehen habe, unsere leicht angeschlagen. Wahrscheinlich noch aus einem anderen Kampf. Und das nächste One versus One quasi haben wir dann schon. Im Südwesten, da fahren wir ja auch drauf zu. Okay. Oh, ganz schlechtes Wetter, schlechte Sichtverhältnisse. Weiß ich jetzt nicht, wer davon profitiert. Wir oder er. Da ist er schon. Wir öffnen schon das Feuer. Er auch. Wir sollten aber gucken, dass wir ein bisschen angewinkelter stehen. Wir haben den ersten Hit. Das war nicht der Rede wert, aber... Ja, vom Wetter her selbst haben wir das Problem, dass wir unsere Schnelligkeit gar nicht ausspielen können gegenüber. Jetzt auch mit dem ersten großen Hit bei uns. Er hat sich für Breitseite entschieden. Wir sind doch relativ nah, so gesehen. Ziemlich nah sogar. Ja, wir werden jetzt selber Breitseite fahren müssen. Das mag ich eigentlich gar nicht. Er sammelt daneben, das ist schon mal gut. Jetzt hoffe ich, wir machen die großen Hits und nicht er. Wir haben Überschwemmung, Erdüberschwemmung. Bei uns ist es gut ausgefallen. Bei ihm nicht. Was mit ist, kann noch werden. Müssen wir gucken, weil wir sind, glaube ich, hinten ein bisschen schwächer gepanzert. Also wenn er uns da hinten trifft, ist das nicht so toll. Und unsere Ruderanlage ist ziemlich stark beschädigt. Bei ihm ist der Kapitän ausgefallen im Turm. Und bei uns der Motor. Oh, das ist schlecht. Und wir stehen natürlich gerade hecklastig. Ich hoffe, dass wir die besseren Reparaturteams haben als er. Ich meine, wir machen genauso große Hits wie er. Momentan können wir uns noch sehen lassen. Ah, die Warspite ist... da, Mann. Das war das Munitionslager. Und damit konnten wir diesen Kampf auch behaupten. Momentan
Können sich beide Flotten sehen lassen, die Briten so wie die Deutschen. Aber die wird jetzt eine Weile ausfallen. Das Schlachtschiff wird jetzt eine ganze Weile auf der Reparaturbank hocken. Davon können wir schon mal ausgehen. Das ist halt auch die Frage, aber wir wollten ja eigentlich warten, bis wir hier mal irgendwann ein neues Schlachtschiff haben. Wenn hier ist jetzt, die Sachen werden jetzt weiter. Aber, und den Konvoi werden wir lassen. Das ist immer noch der, den wir schon kennen. Hier sieht das noch ganz gut aus. In Gibraltar. Und dann werden wir mal hier in die nächste Runde gehen. Aber flottentechnisch muss ich jetzt mal gucken. Da haben wir jetzt so einige auf dem Reparaturstatus stehen. Ja, die Markgraf 3 Monate. Die Bayern, das war die erste, glaube ich, die ja auch im Kampf so heftig gekriegt hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schlachtschiffe, die wir jetzt ähm, die Prinz Wilhelm zum Kampf, die können wir noch nicht entsorgen. 6 Schlachtschiffe, die wir in der Reparatur haben. Das ist alles noch machbar. Die anderen tanken nach. Die sind jetzt erst oben angekommen. Die werden wir dann hier oben sowieso brauchen. Die Flotten versammeln sich jetzt hier langsam alle. Aha. Die Briten sind aber echt modern schon. U-Boote. Wir können nicht mal welche bauen. Und die haben schon U-Boote. Ja, ein bisschen komisch. Und die hocken jetzt hier. Ziemlich viel Flottenaktivitäten hier. Ja, wir springen mal in die nächste Runde jetzt. Und dann sollte ich halt tatsächlich überlegen mit dem Schlachtschiffbau, wie ich da jetzt weitermache. Wir haben jetzt auch U-Boot-Kontakt. Das Problem ist, dass wir uns eigentlich gegen U-Boote gar nicht wehren können. So, Spaniens stimmen wir mal zu. Oh, anscheinend doch. Okay. Wir haben fortgeschrittene Schlachtschiffsschleudern, U-Boot-Propeller. Bewaffnete Handelsschiffe, das ist schon mal schön. Die Hydrophonstation ist da. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Das heißt aber auch, ich muss anfangen, meine Schiffe dann dementsprechend mit Hydrophon auszustatten. Und wir haben jetzt hier einmal... Oha, okay, eine große Schlacht. Die CLs hätte ich eigentlich gerne nicht dabei, wenn es geht. Ägir-Klasse. Schweden. Na, das würde ich aber lassen. Das... Eine Bayern-Klasse dabei. 2 Bayern-Klassen dabei. Eine Arminius-Klasse der Stufe 1 noch von Schweden. Eine Ägir-Klasse. Oh Gott, das sind richtig alte Schlachtschiffe. Oh, Katastrophe. So, jetzt ist aber die Frage. Wir haben hier, das ist immer noch eine Prinz Wilhelm.
Eine Lützow-Klasse von Schweden. Ach, Schweden muss unbedingt mal aufrüsten. Super alte Schiffe dabei. Das sieht hier eigentlich ganz gut aus, glaube ich. Ne? Ja. So, Kessel können wir wegnehmen. Die Panzerungsqualität wäre ganz gut. Torpedorohre ist eigentlich auch nicht schlecht. U-Boot, aber das ist... Aber hier müssen wir trotzdem... Das müssen wir lassen. Mehrfach Torpedorohre wäre schon schön. Ich glaube, das nehmen wir auch mal mit rein. Bei der Politik sollte sich ja vielleicht auch mal das eine oder andere tun. Frankreich steht momentan schlecht mit uns, die United States sowieso, Sowjetunion, was haben sie dann alle gegen uns? Italien, wo wir uns ziemlich gehauen haben, steht Italien jetzt relativ gut. Da werden wir mal die Beziehung verbessern. Ja, beim Schiffsdesign müssen wir natürlich jetzt gucken. Es ist ja schade, dass wir angefangen haben, jetzt schon zu bauen und jetzt erst das Hydrophon noch mit einfügen können. Die Frage ist halt das Gewicht, ne? Kriegen wir das gewichtstechnisch noch hin oder machen wir es dann das Schiff einfach langsamer? 2 Monate Umbauzeit jetzt schon. Aber Hydro hätte ich schon gerne noch mit drin. Das geht. Das können wir. Das ist schon mal schön. Dann machen wir das auch. Dann speichern wir das auch gleich so. Und dann gucken wir uns auch mal die anderen an, die wir jetzt noch relativ als neu haben. Zum Beispiel die CLs auch. Da habe ich, glaube ich, auch noch keine neue Klasse. Aber da werden wir das Hydrophon dann auch schon mit einbauen können, hoffe ich. Ja, können wir. Hier haben wir schon das höchste der Gefühle drin. Geschwindigkeit können wir nicht angleichen, oder? Doch. Das passt. Dann nehmen wir das natürlich auch. Und speichern das. 1 Monat. Naja, damit kann ich leben. So. Unser DDV1. Die ersten richtigen Zerstörer. Mittlerweile können die Meerwasserverdrängung, aber da müssen wir jetzt auch mal gucken, ob es für die sogar... Genau, die haben jetzt die Möglichkeit, auf das TNT2 zu gehen. Und ich hoffe, wir kriegen noch das Hydro rein. Ah, kriegen wir. Nur das kriegen wir nicht rein, ja. Die Minen, das wird nix. Schicht 1, Stufe 2 kriegen wir rein. Niveau 3 kriegen wir nicht mehr rein, ne? Dann nehmen wir noch Stufe 2. Größere Torpedos werden wir noch nicht reinkriegen. Wäre zwar schön, aber nein. Und wenn wir darauf verzichten, dann kriegen wir die rein. Das ist schon mal gut. Dann nehmen wir das doch. Und das mit 38,7 Knoten. Dann speichern wir das. 1 Monat Bauzeit, das ist auch okay. Ja, die Arminius, ne? Immer wieder diese Arminius. Eigentlich völlig veraltet. Aber bei der Bayern, da sollten wir nochmal reingehen. Aber da müsste doch eigentlich schon die Bayern 5, die war das. Das ist ja eigentlich schon die modernere Version. Dreadnought 2 ist veraltet. Ich weiß. Unmöglich zu bauen. Wir können die Bayern schon gar nicht mehr bauen. Das ist auch lustig.
Auch die kriegt jetzt TNT. Das verlassen wir noch. Und kriegt jetzt ihre Hydro. Oh, das belassen wir dann so. Jetzt wollte ich noch mal gucken. Wir sind im 8ern Ausgleichsgewicht. Wir haben noch Platz. Die Bayern war jetzt doch recht gut gepanzert. Nur nicht am Heck. Ich hätte mal gerne gewusst, den Hauptgürtel auf 300. Das wäre schon gut. Das Hauptdeck auf 150. Kriegen wir das noch hin? Ja. Das Vorderdeck ist schon relativ gut gepanzert. Aber ich würde mal gerne auf 150 gehen und dann sind wir zu viel. Ach, ist das. Ist das schade. Mhm. Mhm. Hinten sind wir relativ schwach, genau. Aber ich nehme das trotzdem mal, weil das sind nur 2 Monate und wir haben das Hydro mit drinne. Und damit lassen wir das dann hier so. Und er kann das schon nicht mehr bauen. Wir haben nicht die Möglichkeit, eine Dreadnought 2 Klasse zu bauen. Das finde ich ja merkwürdig. Tatsache. Das können wir gar nicht mehr. Das heißt, wir werden bald vor dem ersten Schlachtschiff stehen. Weil die Dreadnought 3 Klasse persönlich bringt mir nichts. Das ist dieses Design hier. Ist für mich nicht wirklich sehenswert. Ja, ich denke, ich werde hier dann auch einen kurzen Schnitt machen. Es ging ja gleich am Anfang ziemlich heiß her. Und wir werden dann mal gucken, ähm, wann, ja, wir werden einfach schauen. Für die nächste Runde, denke ich, wird es wieder dementsprechend losgehen. Wir werden jetzt aber hier schon mal noch das Ganze in die Umbauphase nehmen, bei den Schlachtschiffen, die gerade nicht auf dem Meer sind. Und ich werde da mal schauen, vielleicht werden wir für die nächste Runde die ein oder anderen Flotten schon an uns ranziehen, die jetzt hier gerade noch in der Nordsee aktiv sind. Und werden die erstmal in die Umbauphase bringen, so dass wir dann zwar 2 Monate ein bisschen im Stillstand sind, aber wir dann ein bisschen hochgerüsteter sind, gerade was das auch angeht. Torpedoerkennung sind die Hydrophone natürlich genauso gut wie sag schon, wie bei der U-Boot-Bekämpfung. Von daher wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und wir sehen uns zum nächsten Teil wieder.